Moin, ihr Landratten, ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr habt gestern gut geschlemmt, heute ein bisschen ausgeschlafen, Füße hochgelegt und nachher geht es bestimmt bei dem einen oder anderen dann nochmal weiter. Bei mir ist es genauso. Heute Abend haben wir dann noch ein bisschen Grünkohl essen und ich dachte mir, ach Paddy, vorher noch mal ein bisschen in den Hafen. An so einem zweiten Weihnachtsfeiertag, da ist zwar nicht viel los, aber dennoch kommen 2 Schiffe und es ist so schön ruhig, es ist nichts los im Hafen. Das Einzige, was überhaupt nicht geplant war, war die Geschichte mit dem Wetter. Irgendwie sollte es trocken sein, aber jetzt haben wir halt doch einen wunderschönen Nieselpiesel hier. Und irgendwie legt sich so ein schöner, nasser Film über die ganzen Gerätschaften. Naja, aber ich habe einen Schirm dabei und so ewig lange geht es auch nicht. Wir erwarten 2 Containerschiffe, sind auch, glaube ich, die einzigen, die heute reinkommen. Einmal die Conti Cortesia und davor gleich die One Hanover. Normalerweise müsste man sie jetzt schon sehen können. Die müsste so kurz vor Airbus sein, aber wie ihr seht, sieht man nichts. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit einem ganz entspannten Shipspotting hier. Out of the fog, würde ich mal sagen. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. So, jetzt erstmal ein paar Sachen hier abdecken. Das meiste kann ich zuklappen. Ja, Schleppi ist schon unterwegs. Ich weiß gar nicht, das ist irgendein Boluda-Towage. Und jetzt geht wieder das heitere Gucken. Wer entdeckt sie als erstes? Die One Hanover mit etwa 330 Meter, 336 Metern Länge und Breite, muss ich mal gerade nachgucken. Können wir ja alles machen auf dem guten alten Vessel Finder. Gebt mir eine Sekunde. Ja, ich sehe sie kurz vor Airbus, zumindest auf dem Vessel Finder. Sie hat 336 Meter Länge, 46 Meter breit ist das gute Stück vom 2006. Da wurde sie gebaut und hat eine Kapazität von 8.212 TEU. Standardcontainer, fährt unter der Flagge von Panama und wird zum Containerterminal Altenwerder gehen. Schönes pinkes Schiff. Ich bin mal gespannt, wie gut sie in der Farbe steht, ob wir den Eimer Farbe rausholen müssen oder ob man noch ein bisschen was von der pinken Farbe erkennt. Schon wieder jede Menge dabei. Mensch, so ein kleiner Weihnachtsfeiertagsstream. Da sind dann wahrscheinlich doch einige, die jetzt Lust haben, so ein bisschen mit reinzugucken. Lotsen sind unterwegs. Ich habe fast das Gefühl, dass es ein klein bisschen heller wird, aber es kann natürlich auch eine Wunschtäuschung sein, der ich da gerade aufliege. Der Guru ist auf Twitch im 5. Monat mit einem Abo dabei. Ganz liebe Grüße, schön, dass du schon so lange dabei bist. Zweite Kameraeinstellung bringen und da müsste auch gleich hinterm Dalben ein weiterer Schlepper hervorkommen. Knut vom Oberharz, ganz lieben Dank für 5 € in die PayPal-Kasse. Möge im neuen Jahr Frieden, Freude und Hoffnung so groß werden, wie der Himmel über Hamburg hoch ist. Ja, also wenn wir nach der Wolkendecke gehen, ist der Himmel heute nicht besonders hoch. Die hängt wirklich arg tief, aber es ist so herrlich ruhig. Die Straßen sind frei, es ist nichts los. Also es ist schon wirklich eine schöne Stimmung im Hafen, das kann ich euch sagen. VB Bär haben wir da. Wird wahrscheinlich auch an die One gehen.
Und mal schauen, wann wir sie denn aus dem Nebel, aus diesem diesigen Nebel heraus das erste Mal sehen. Also wenn heute jemand sagt, das Bild ist ein bisschen matschig, liegt das ausnahmsweise mal nicht an der Technik. Man kann kaum bis zum Ufer rüber gucken. Also ihr seht die schönen Villen da oben. Auch nur so leicht im Hintergrund. Amarok auch im 5. Monat dabei. Ganz, ganz lieben Dank auf Twitch für dein erneutes Sub. Und der Volker G. schickt auch nochmal Weihnachtsgrüße mit 2,49. Dankeschön. Und Kai schreibt, die Rix kommt noch vor der One. Ja, das kann sein. Stimmt, da war noch ein kleineres Schiff davor. Das kann sein, dass wir die als erstes sehen und die One dahinter ist. Pike7 verlängert auch sein Twitch-Sub. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Genauso wie die Fledermotte. Auch an dich ein dickes Dankeschön. Dieter Wehr, seit 10 Monaten dabei. Ja, so ein bisschen was ist los. Schlepper sind unterwegs. Lotsen sind natürlich unterwegs. Aber ich glaube, wenn die beiden Containerschiffe durch sind, dann ist auch hier erstmal Ebbe im wahrsten Sinne des Wortes. Aber immerhin, für Schwester Hansen ganz exklusiv das Love Boat. Der Obelix ist auch seit 6 Monaten dabei auf der Reeperbahn. Herzlichen Dank für deine Treue. Und Markus im 5. Monat auf Twitch mit einem Sub. Herzlichen Dank an dich. Mike haut 2,49 Beitrag für Nebelhorn raus. Ja, das wäre was. So ein Nebelhorn, das könnten wir jetzt gut gebrauchen. Das Love Boat. Aber da geht es auch gleich weiter. Keiner rein, keiner raus. So, der Hotspot scheint das Bubendal-Ufer heute nicht zu sein. Ja, ich hoffe, ihr habt alle einen ruhigen Heiligabend verlebt. Keine besonderen Vorkommnisse, außer dass sich natürlich der ein oder andere mal wieder furchtbar überfressen haben wird. Um sich dann aufs Sofa zu legen und das Ganze heute nochmal zu wiederholen. So ungefähr ist doch Weihnachten definiert, oder? Der Michael lässt auch 10 € Superchat da. Herzlichen Dank. Und 5 € kommen nochmal von CB Bricks. Herzlichen Dank an dich. Anja und die Bande aus Wasserburg ist auch wieder dabei mit 2 € Superchat. Liebe Grüße an euch. Frohe Weihnachten. Und Sesh 1990 lässt erneut seinen Prime Sub da. Dankeschön. Ja, und jetzt melden sich die Ersten, die völlig überfressen sind. Wahrscheinlich liegt ihr gerade auf dem Sofa und lasst den Stream einfach so ein bisschen auf der Glotze nebenher laufen. Eulenspiegel, die Liebe ist nicht ramponiert, die ist nur gut gereift und hat eine schöne Patina gebildet. So, da im Vorprogramm, die Rix Sapphire ist das.
Virtual schickt auch 5 € Weihnachtsgrüße ans Bubendeiufer, muss aber leider gleich unterbrechen. Ja, aber das Schöne an diesen Streams ist, die kann man ja so ein bisschen nebenher dudeln lassen. Bei Rea gab es Rouladen. Ja, was gab es denn bei euch so zu essen? Also wir haben gestern Grünkohl gehabt. Wir hatten erst überlegt, ob wir klassisch Würstchen und Kartoffelsalat, aber dann haben wir uns für Grünkohl entschieden und war richtig lecker mit so einer schönen Kohlwurst da drin. Mike nochmal mit 2,49 und er schreibt, Thea hat sich erkältet und schaut zu. Ja, liebe Grüße und gute Besserung. Und von Julian kommt auch nochmal 1 €. Super Chat, danke dir, lieber Julian. Karten mit der Werbung für die heiße Ecke. Wirklich ein schönes Musical. Läuft schon richtig lange, ist so ein echter Dauerbrenner. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, heiße Ecke können wir auf jeden Fall empfehlen als Musical. Benny Blanco, ganz herzlichen Dank auch an dich im 5. Monat bei Twitch dabei. Wildschweingulasch wird hier geboten. Aber sind doch einige Würstchen mit Kartoffelsalat da. Sven, ganz lieben Dank auch an dich für 11 Monate auf der Reeperbahn. Und ich sehe da hinten im Nebel schon die One Hanover. Das heißt, die Rick Sapphire lassen wir hier jetzt mal vorbeifahren noch kurz. Und dann gehen wir auf die One. Die ersten Umrisse sind zu erkennen. 5,99 von Claudia T. Auch mit Weihnachtsgrüßen. Ganz liebe Grüße zurück und danke vielmals. Ja, wenn es im Chat um Essen geht, da sind immer alle dabei. Da geht es plötzlich rund. So, dann wollen wir mal auf die One Hanover gehen, die da hinten aus dem Nebel langsam erscheint. Also, Gott, was für ein Bild. Eine einzige Suppe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob das Bild scharf ist. Ob die Kamera fokussiert hat oder... Ja, ich glaube, es könnte ein bisschen scharf sein. Ich muss einmal kurz die Kamera korrigieren. So. Ja, da scheint gerade der Lotse ranzugehen. Und Ole schreibt auch, im Bild ist gar nichts, was scharf sein könnte. Ja. Eine echte Challenge für jeden Autofokus.
Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass ähnliches Wetter heute ist wie gestern, aber nichts da. Genau, der Nebel ist scharf. Scharfer Nebel. Aber je näher sie kommt, umso besser wird das Ganze. Ja, auf Twitch fangen sie an mit Silhouettenraten. Bitte das Bild ausdrucken und den Hintergrund blau ausmalen. MacGame hat mal nachgemessen und sagt, Sichtweite sind doch fast 2 Kilometer. Soweit ist die One noch entfernt. Echt, sind das noch 2 Kilometer? Nee, das kommt mir gar nicht so viel vor. Was man halt so als Sicht verstehen kann. Aber bei dem Wetter schmeißen auch die Ersten auf der Autobahn dann schon wieder ihre Nebelschlussleuchten an. Ja, Ella. Schwarz-Weiß-Modus. Wäre auch mal was. Mal ein Stream in Schwarz-Weiß. Was ganz Künstlerisches. Aber es hat irgendwie was Meditatives. Thomas meldet Schnee im Schwarzwald mit Sonnenschein. Das hätte ich auch gerne. So einen schönen, knackigen, sonnigen Wintertag mit ein bisschen Schnee. Das wäre echt was Tolles. Also das fehlt uns bisher komplett diesen Winter. Na, wenigstens hat der Nieselpiesel aufgehört. So langsam erkennt man auch, dass das unten irgendwie sowas von pink sein soll. Ja, was habe ich gesagt? 336 Meter und 42 Meter, oder? Habe ich das schon wieder? 336 46 Meter. 336 Meter lang, 46 Meter breit. Noch eine schöne handliche Größe. Eine handliche Größe. Ich fürchte nur, ich habe da gerade reingequatscht, weil ich die Latenz nicht berechnet habe oder mit berücksichtigt habe. Entschuldigung. Na, so langsam erkennt man doch was. Also Hamburg kann man auch nicht sehen, also beziehungsweise nicht die Elbphilharmonie. Das liegt alles im Nebel. Ja, Remo, danke für den Hinweis. Da fehlt noch. Da muss ich noch in das Video eine kleine Verzögerung mit einbauen, damit ich da nicht reinquatsche. Guck mal, eine kunstvoll geschwungene Rostlinie unten am Bug.
Man könnte fast meinen, dass das gewollt ist. Knurek fragt, wer heute bei mir ist. Ich bin ganz alleine. Allerdings stehen hier noch zwei Menschen, die ich nicht kenne, die sich wohl auch gedacht haben, so ein Weihnachtsfeiertag, der ist doch super, um ein bisschen Schiffe zu gucken. Ich frage mich, wie diese kunstvoll geschwungenen Drecksspuren da unten hinkommen. Das ist ja kein Rost, aber sieht zumindest nicht aus wie Rost. Ich muss mal schnell ein Foto machen, damit ich auch nachher ein Thumbnail habe für den Stream. So, das muss reichen. Andreas schreibt, irgendwann dieses Jahr im TV einen Beitrag über Schiffe gesehen. In Bremerhaven war der Lotse Klaas-Heinrich Hurdelbrink. Ja, genau, der Heinrich Hurdelbrink, der war ja Kapitän auf der Chicago Express, als ich da mitgefahren bin. Mittlerweile ist er zu den Lotsen gewechselt. Guck mal, jetzt haben wir sogar richtig satt Farbe hier. Mit einem Tannenbäumchen der Ortkarten. Ulrich meint, das könnte von Eis kommen, schmutziger Eisgang. Ja, das würde zumindest diese Wellenform erklären, wenn das Eis sich übereinander schiebt und dann am Rumpf entlang kratzt. Das macht ein bisschen Sinn. Ja, Ulrich, genau. Aber wo? Das ist halt die Frage. Wo sollte die durch Eis gefahren sein? Ich weiß nicht, hast du mal die Route gecheckt, wo die herkommt? Aber normalerweise sind diese Schiffe ja im Asiendienst im Einsatz. Also ist wirklich eine gute Frage, wo die auf Eis getroffen sein könnte.
Ja, dir auch. Tschüss. Andreas Wilhelm hat es mal rausgesucht. Die Route ist Hamburg, Le Havre, Singapur, Kobe, Nagoya, Tokio, Los Angeles, Oakland, Tokio, Shimizu, Kobe. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo da irgendwo Eis sein könnte. Vielleicht ist es auch was anderes. Wer weiß. Vielleicht ist sie auch irgendwo durch Dreck gefahren. Dreck, Öl, ja, irgendwie sowas könnte es auch sein. Schleppi geht dran vorne und dann wird sie begleitet Richtung Köhlbrand. Und so langsam sehe ich ein bisschen Silhouette. Also vorhin habe ich zum Beispiel gar nicht das Augustinum gesehen, was man jetzt auch im Bild sieht. Es klart auf, yeah! Top Wetter! Ja, Baujahr 2006, das gute Stück. Aber so ist das halt. Fahrt ihr mal tagtäglich über die Weltmeere. Ich glaube, dafür sieht sie dann doch ganz gut aus. Und das meiste, was man halt sieht an Rost, das ist halt wirklich Wasser. Denn an Deck von den Schiffen, also unter den Containern, gibt es ja so einen Umlauf, einen Passageway. Da kann man lang gehen. Da seht ihr auch Reling. Und dort überall sammelt sich Wasser. Und da sind überall Löcher im Boden, wo das Ganze wieder abfließen kann. Und ich nehme mal an, dass diese ganzen Streifen an der Seite, ja, das ist alles halt Wasser, was da irgendwie runtergelaufen ist und dann natürlich ein klein bisschen Rost mitgenommen hat. Ich finde, die ist gut in Schuss. Und Nilsi schreibt, das Pink ist schön bei der Suppe. Ja, danke dir, Nilsi. 2 € Superchat nochmal. Und der Bahnfilmer Andi ist jetzt auch seit 11 Monaten dabei. Schickt sonnige Grüße aus dem Süden. Gestern hatten wir die Sonne, heute ist sie im Süden. Also für alle reicht es anscheinend nicht. Aber dieses Pink oder Magenta ist natürlich auch anfällig. Das heißt, sobald da halt so ein bisschen Dreck oder Rost an der Seite runterläuft, sieht das gleich unansehnlich aus. Da ist natürlich ein dunkler Rumpf deutlich genügsamer, also deutlich weniger anfällig, würde ich mal sagen.
ist Richtung Containerterminal Altenwerder. Alex aus Bramfeld, ganz lieben Dank für 5 Euro. Und er schreibt, gönn dir mal einen warmen Tee. Ich sitze krank auf dem Sofa und schaue den Stream. Also, ja, kalt ist es ehrlich gesagt gar nicht. Der Vorteil oder das Schöne ist, dass es nicht so windig ist. Insofern geht das eigentlich. Ich habe ja hier meinen Polarparker an. Der ist fast schon eine Nummer zu warm. Und ich sehe aber auch schon von hinten die Conti Cortesia kommen. H. Adam, ganz lieben Dank, auch nochmal 10 Euro Superchat. Und er schickt auch herzliche Grüße an das ganze Hamburg Hafen Live-Team. Ich danke dir vielmals. So, da hinten kommt schon die Conti Cortesia. Stefan, auch an dich. Dankeschön und frohe Weihnachten. 2 Euro Superchat. So, der Schlepper vorne scheint auch mittlerweile fest zu sein. Achtern gehen sie auch ran. Die Conti Cortesia hätte sich ruhig noch eine Viertelstunde Zeit lassen können. Ach, und schön, dass wieder so viele dabei sind. Guck mal, Kirsten ist da. Sandra ist auch da. Schwester Hansen habe ich eben auch gesehen. Remo ist dabei. Auch an der Stelle nochmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön an unsere Moderatoren. Conti Cortesia hat in etwa die gleiche Größe wie die One Hanover. Auch irgendwas mit 330 Metern. Und Kirsten sagt, wir sollen mal Hexes Sohn Stefan grüßen. Ja, liebe Grüße an den Stefan. Unbekannterweise. So, und was vorhin gar nicht ging, war so ein bisschen die Silhouette da hinten von der Stadt zu sehen. Also die ganzen Krane und so, das war alles weg. Insofern geht es bergauf mit dem Wetter. One Hanover zieht schon nach Steuerbord, geht dann gleich in den Köhlbrand. Und als ich den Stream mit den Lotsen hatte, da meinte der Lotse, es gibt wohl eine Schiffsklasse von One, die gerade bei dieser Rechtskurve hier in den Köhlbrand gerne mal noch so einen kleinen extra Tacken mit dem Schlepper brauchen. Normalerweise fahren die meisten Schiffe dieses Manöver selber, aber er meinte, es gibt wohl so eine Schiffsklasse, die braucht da gerne noch mal ein klein bisschen Hilfe, um dann mit dem Hintern rumzukommen. Ich weiß gar nicht, ob das diese Klasse ist. 5 Euro von Sven. Danke dir. Moin ihr Landratten. Schöne Weihnachten aus dem verschneiten Tirol. Ab 30.12. ist er wieder in Hamburg. Ach, Tirol, verschneit. Mensch, das wäre jetzt auch was. Da hätte ich ja auch Bock drauf. Ja. Können wir noch gucken, bis die One abgebogen ist. Wenn man die Augen so ein bisschen zusammenkneift, kann man die Elbphilharmonie erkennen.
Darunter liegt auch die MSC Solar. Haben wir gestern ja von Deck 7 nur aus der Ferne gesehen, so ein bisschen was vom Bug. YouTubefs Google schreibt, laut Kachelmann ändert sich das Wetter wieder zu Neujahr, wird eisig. Ja, mit eisig hätte ich jetzt kein Problem. Es wäre ganz schön, wenn wir Silvester keinen Regen haben. So, da ist noch eine Fähre im Anflug. Und wenn die durch ist, dann können wir auf die Conti Cortesia gehen. Stürmisch in Hamburg zu Silvester. Ja, das wäre allerdings, das wäre echt doof. Warten wir einfach mal ab. Wie gesagt, wir haben ja geplant, Silvester einen Feuerwerksstream zu machen. Aber das Wetter muss mitspielen. Also wenn das nicht mitspielt, dann fällt das leider aus. Da verschwindet sie hinter der MSC Solar. Ja, und Heinz Brandt macht mir Hoffnung. Er sagt, Wettervorhersagen länger als 2 Tage sind zu ungenau. Da baue ich ja auch immer drauf. Schon so oft reingefallen mit den Wettervorhersagen. Sowohl ins Negative als auch ins Positive. Schon so oft verschätzt deswegen. Von daher halbwegs sicher kann man das eigentlich erst einen Tag vorher sagen. Und weiter geht's mit der Conti Cortesia. Die geht nach Waltershof zum Eurogate. Hat, glaube ich, eine ähnliche Größe wie die One Hanover. Ich schaue mal eben nach für euch. Ja, 335 Meter lang, 42 Meter breit. Baujahr 2005, fährt unter der Flagge von Malta und kann auch etwas über 8000 Container transportieren. Kommt gerade aus Rotterdam, war davor in Southampton, Colombo und Ennore. €2,49, ganz lieben Dank. Dupse 100. Tyler, Martina und Renate grüßen die Crew. Tüt, tüt. Liebe Grüße zurück. Danke dir. Oder danke euch. Ja, das ist immer beeindruckend, ne? Wenn so ein Schlepper dann direkt vorne am Bug ist. Die hat den Schlepper schon etwas eher bekommen, weil sie schon vorher nach Waltershof abbiegt.
Ja, Anja, Schlepper sehen echt immer so winzig aus. Wenn man drauf ist, sieht man, dass das doch ausgewachsene Schiffe sind. Aber am besten finde ich immer den größten Vergleich mit den Crewmitgliedern oben an Deck. Oh, wir haben ein Geburtstagskind, der Michael aus Bielefeld. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Lieber. Und natürlich auch alle anderen Geburtstagskinder. Dann habe ich hier die Frage gesehen, warum wir denn nicht in unserem neuen Büro sind. Da würden wir doch schön im Warmen sitzen. Leider sieht man von da nicht alles. Also alles, was zum Beispiel hier hinten in Waltershof sich abspielt, Burchard Kai, Eurogate, da passiert gar nichts. Die One Hanover, die hätte man gesehen, so ein bisschen aus der Ferne, aber auch nur quasi die Kurve, die sie in den Kühlbrand nimmt. Also Deck 7 ist keine Lösung für alles. Jenny ist auch seit 3 Monaten dabei. Danke vielmals, Jenny. Ja, besonders voll ist sie nicht, die Conti Cortesia. Also man sieht den Wulzbug, der kommt wirklich fast komplett aus dem Wasser.
Habt ihr mal gehört von den, ich weiß gar nicht, was das war, also irgendwelche Leute haben mal vor ein paar Jahren mehrere Tage hinten auf dem Ruderblatt von einem Containerschiff überlebt. Die haben da hinten drauf gesessen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Hintergrund war. Ob das irgendwie Flüchtlinge waren oder ob die in Seenot waren. Keine Ahnung, aber die haben, glaube ich, fast 2 Wochen hinten auf dem Ruderblatt von einem Containerschiff überlebt. Krass, oder? Dass da auch keiner dann darauf aufmerksam wird während der Fahrt. Ich kann euch leider nicht mehr genau den Hintergrund sagen, aber alleine die Tatsache, die waren zu zweit oder zu dritt, also da kann man sich erstmal dann so in etwa ausmalen, wie groß so ein Ruderblatt ist. Es sieht natürlich an dem großen Schiff relativ klein aus, aber wenn da Menschen irgendwie mehrere Tage drauf überleben können, dann ist das schon ganz ordentlich. René schreibt, es waren Flüchtlinge. Ja, vielleicht wollten die natürlich auch nicht entdeckt werden und haben deshalb auch nicht irgendwie auf sich aufmerksam gemacht. Also Schiffbrüchige, die würden dann wahrscheinlich irgendwie laut schreien und irgendwann kommt da ja mal jemand vorbei, hinten achtern auf der Station und hätte die gehört. Schetheit hat es nochmal rausgesucht. Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff Alitini 2 ist von Lagos in Nigeria aus am Montag im Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria angekommen. Die 3 Männer hätten die ganze Fahrt über 5000 Kilometer auf dem riesigen Ruderblatt gesessen, wobei das Wasser fast bis an die Füße heranreichte. Schetheit, kannst du mal bitte raussuchen, wie groß das Schiff war, diese Alitini, dass wir vielleicht mal einen Vergleich haben zu der Conti Cortesia hier? War das eine ähnliche Schiffsgröße? Conti Cortesia ist klein genug, dass sie im sogenannten Parkhafen gedreht werden kann. Das ist das Becken vor Waltershof, deshalb muss sie jetzt nicht gleich hier auf der Elbe gedreht werden. Das heißt, sie wird dann aber auch vorwärts rucki zucki gleich abbiegen und nach Waltershof reinfahren. Ach, Uckmuck schreibt, die waren in der Ruderaufhängung, da gibt es Hohlräume. Ach, klar, krass. Moin. Ja, und ihr seht, es zieht sich wieder zu, die Suppe wird wieder schlimmer. Aber nach der Conti Cortesia ist auch erstmal mit Schiffsverkehr Schluss hier im Hafen. Und dann geht es auch für mich gleich wieder zum Grünkohl. Krasse Kirsche hat geschrieben, Altini 2, 183 Meter lang, 32 Meter breit. Also gerade mal halb so groß, zumindest was die Länge angeht, wie die Conti Cortesia und die One Hanover. Leute, ey, das Wetter. Krass, ne, wie schnell sich das jetzt zugezogen hat. Also wer hier die Location am Bubendei-Ufer kennt, der weiß, dass ich wirklich nicht weit weg bin von dem Schiff.
Und es fängt wieder an zu nieseln. Ei. Suppenstream. Das Problem ist, durch Ranzoomen wird das Bild auch nicht besser. Ja, Schwester Hansen, dicke Suppe. Aber umso schöner ist es dann gleich zu Hause wieder am Feuerchen zu sitzen. Als wenn da noch so ein Weichzeichnungsfilter vor wäre. Kibaru meint, Johanna heißt die Gute jetzt. Ist das der neue Name von dem Schiff oder sind wir schon wieder bei einem anderen Thema? Ja, Suppenstream wäre ein guter Titel, Ilse, das stimmt. Aber irgendwie hat das auch was, oder? Ich meine, immer nur schön Wetter. Ist ja auf Dauer auch langweilig. Glaubt einem ja keiner. Ich finde, das hat was. Das Bild jetzt, also ich meine, ist doch echt ganz cool. Louisiana Star. Immer eifrig unterwegs mit Hafenrundfahrten. Boah, guckt euch das mal an. Nichts zu sehen von Hamburg. Da kapituliert auch der Autofokus. Geben wir ihm doch die Fähre. Da kann er aber was mit anfangen. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon mit dem Schiffsverkehr heute an diesem ersten Weihnachtsfeiertag hier im Hamburger Hafen. Nicht viel los, aber trotzdem immerhin ein bisschen was. Ich bin ein bisschen rausgekommen, ein bisschen frische Luft, nicht nur auf dem Sofa gelegen. Freue mich aber jetzt gleich, es den meisten von euch gleich zu tun und auch wieder nach Hause zu fahren, ein bisschen ins Warme. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch ein schönes, frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Esst euch alle noch mal richtig dick und rund, das mache ich auch. Morgen kann man das dann bereuen und wieder von vorne anfangen und dann irgendwann am 1. Januar mit den guten Vorsätzen starten. Vielen Dank für eure Unterstützung im Chat, vielen Dank für die ganzen Spenden, für die Mitgliedschaften. Auch lieben Dank an alle Twitchies da draußen für eure Subs und Bits. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön nochmal an unsere Moderatoren. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich jetzt einpacke. Es wird echt schon wieder ungemütlich. Es legt sich so ein schöner Wasserfilm über die ganzen Gerätschaften. Darum packe ich das jetzt möglichst schnell ein und sage Tschüss, frohe Weihnachten, ihr Lieben.